Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr dieses Hoodie-Kleid näht. Das ist super cozy für den Winter. Wir haben eine Kapuze dran und relativ lang. Also ich bin 1,65 und das geht mir so bis zur Mitte von der Wade. Wenn ihr das kürzer haben wollt, könnt ihr das aber natürlich gerne auch ein bisschen kürzer machen. Ich habe es extra so lang gelassen, weil dann meine Beine nicht so kalt werden, wenn ich auf der Couch liege im Winter. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Wir haben auch praktisch noch ein paar Seitentaschen drin. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch in die Kapuze noch eine Kordel einarbeiten. Dafür macht ihr einfach noch Knopflöcher mit in die Kapuze und fehlt eine Kordel durch. Jetzt habe ich eigentlich auch gar nichts mehr zu sagen. Es ist ein easy peasy Teil. Es ist relativ gerade geschnitten, so richtig zum Wohlfühlen. Und ja, dann fangen wir an, oder? Stoff gewaschen, getrocknet und gebügelt habt. Ihr stellt euch jetzt am besten vor, dass ich den auch gebügelt habe. Dann können wir mit dem Zuschnitt starten. Dafür machen wir jetzt im ersten Schritt Bruchkanten an beiden Seiten. Dafür nehmen wir uns den Stoff, falten ihn auf und legen jeweils eine Webkante zur Mitte, da wo eben der Bruch war. Wichtig ist immer, dass wenn ihr im Bruch zuschneidet, dass ihr besonders am Halsausschnitt darauf achtet, dass es ganz genau am Bruch liegt, weil hier muss natürlich alles aufeinander passen. So, dann schneiden wir das Ganze aus. Wir können dann noch die Knipse markieren. Am besten macht ihr das mit solchen Markierstiften. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, die Kanten einzuschneiden. Da schneidet man schnell mal zu tief. Deswegen würde ich euch immer diese Stifte empfehlen. Wir knipsen die hintere Mitte am Saum und oben am Halsloch. Dann haben wir am Rückteil an der Schulter einen Knips, im Armloch einen Doppelknips und auf der Seitennaht 1, 2, 3 Knipse. Und am Vorderteil haben wir dann einmal einen Knips auch wieder an der vorderen Mitte, also am Bruch. Dann haben wir daneben einen kleinen Knips, auch an der Schulternaht wieder. Im vorderen Armloch einen einzelnen Knips und auf der Seitennaht auch wieder 1, 2, 3. Und wir knipsen auch hier den Bruch in der vorderen Mitte. So, dann nehmen wir den restlichen Stoff, legen ihn wieder doppelt aufeinander, sodass wir nur eine Bruchkante haben. Ich habe meinen Bruch jetzt hier unten und dann legen wir die Kapuze, den Ärmel und die Taschenbeutel auf. Wir brauchen sowohl die Taschenbeutel als auch die Kapuze viermal, also legen wir die jeweils zweimal auf, also einmal auflegen, ausschneiden und nochmal, also einmal den Taschenbeutel hier und dann kommt der hier nochmal hin und die Kapuze einmal hier und dann noch ein zweites Mal. Wichtig, bevor ihr anfangt auszuschneiden, kontrolliert nochmal, ob der Fadenlauf parallel zum Bruch und zur Webkante ist. Dafür nehme ich mir ein Maßband, messe einmal vorne am Fadenlauf zum Bruch hier runter und auch nochmal hinten, der ist schief. Und erst wenn ihr das kontrolliert habt, könnt ihr ausschneiden. Wenn ihr die Schnittteile ausgeschnitten habt, übernehmen wir noch die Knipse. An der Kapuze haben wir hier unten einen Knips und hier vorne an der vorderen Kante einen zweiten und in der Rundung einen. Dann haben wir hier am Ärmel mehrere Knipse, einmal im hinteren Armloch ein Doppelknips, dann für die Schulter ein Knips und für das vordere Armloch. Und am Taschenbeutel haben wir auch nochmal 2 Knipse an der geraden Seite. Und als letztes haben wir dann noch das Bündchen. Also ich nehme immer eine Bündchenware, die passend zum Oberstoff ist. Ihr könnt aber natürlich auch den Oberstoff nehmen, dann ist das Ganze nicht ganz so elastisch und schmiegt sich eventuell nicht so schön an der Hand an, aber das geht durchaus auch. Ich habe den Bündchenschlauch aufgeschnitten, denn wir brauchen längere Strecken. Wir haben für den Saum 2 Bündchenteile und dann haben wir für das Ärmelbündchen auch nochmal zweimal, also einmal hier und dann nochmal hier. So, wir starten mit den Schulternähten. Dafür legt ihr euch Vorder- und Rückteil rechts aufeinander. Und dann schließt ihr beide Schulternähte bei 0,7 cm. Das könnt ihr mit der Overlock tun, wenn ihr eine habt. Wenn nicht, könnt ihr einen elastischen Stich an eurer Nähmaschine benutzen. Als nächstes nehmt ihr euch eure 4 Kapuzenteile, legt jeweils 2 rechts aufeinander und schließt einmal hier die Rundung bei 0,7 cm. Das könnt ihr mit der Overlock tun oder mit einem elastischen Stich an der Nähmaschine. So, jetzt habt ihr hier die beiden Kapuzenteile. Jetzt nehmt ihr eins dieser Pärchen und wendet es und schiebt dann die Kapuze in die andere, so dass die rechts aufeinander liegen.
Und dann könnt ihr auch einmal die komplette vordere Kante schließen. Das könnt ihr dann auch wieder mit der Overlock tun oder mit einem elastischen Stich bei 0,7 cm. Dann könnt ihr die Kapuzen einmal wenden und an der Kante wieder ineinander legen. Und jetzt bügelt ihr einmal alle Kanten ordentlich. So sieht jetzt die Kapuze aus. Wenn ihr einen Kordelzug noch hier in die Kapuze einarbeiten wollt, ist jetzt noch der Zeitpunkt, um ein Knopfloch einzuarbeiten. Das habt ihr hier auch auf dem Schnitt. Ihr dürft dann natürlich das Knopfloch nur in eine Seite machen, in die, die später außen ist. Ich mache das jetzt ohne, denn ich habe keinen Kordelzug da, der passend zu diesem Stoff ist, aber das könntet ihr sonst jetzt auch noch machen. Ich bügele jetzt einmal die komplette Kapuze, auch schön die Kante, und dann können wir einmal an der Kapuzenvorderseite im Abstand von 2 cm absteppen. So, jetzt haben wir ja die Kapuze fertig und die Kapuze wird jetzt rechts auf den Halsausschnitt gesteckt. Hier vorne beachtet, dass die Kapuze sich überlappt, genau um diesen Betrag von den äußeren beiden Knipsen. Ihr könnt euch dann die Kapuze rechts aufstecken. Ich beginne gerne in der hinteren Mitte, nehme mir hier die Naht in der hinteren Mitte von der Kapuze und stecke sie auf die hintere Mitte vom Rückteil, und dann arbeite ich mich an den Knipsen weiter nach vorne. Wir starten beim Annähen der Kapuze am besten in der vorderen Mitte, und hier habt ihr 3 Knipse. Einmal der mittlere Knips, der zeigt die vordere Mitte, und der rechte und der linke Knips zeigen jeweils den Anstoß der Kapuze. Wir beginnen dann jetzt bei dem ersten Knips, legen uns die Kapuze an diesen ersten Knips und fangen an zu nähen. Ich nähe immer so weit, dass die Overlock den Stoff gegriffen hat. Und dann suche ich mir den nächsten Punkt, das wäre hier die Schulternaht, und schaue, wo der Knips für die Schulternaht ist. Hier müsst ihr natürlich auch aufpassen, dass ihr jetzt 3 Lagen aufeinander näht, dass die auch alle 3 mitgefasst werden. Wenn ich dann an dem Knips angelangt bin, suche ich mir den nächsten Punkt, das ist die hintere Mitte. Die hintere Mitte trifft auf die Naht von der Kapuze. Ich lege mir die dann aufeinander und halte mir die fest, und dann ziehe ich die Stofflagen stramm. Also jetzt nicht richtig dran ziehen, sondern einfach nur so, dass alles einigermaßen glatt liegt, und dann kann man weiternähen. So, und jetzt bin ich schon fast am Ende. Ich habe hier schon das Endteil der Kapuze, und wir legen dann das Stück nochmal komplett über das andere drüber und nähen es fest. So sieht es dann von innen aus und so von außen. Als nächstes kommen dann die Armlöcher, also einmal hier und einmal hier. Da legt ihr jetzt den jeweiligen Ärmel rechts auf rechts dran. Ihr könnt den Ärmel entsprechend der Knipse zuordnen. Wir haben nämlich im hinteren Arm noch einen Doppelknips, den ihr auch am Ärmel findet, und dann wisst ihr genau, welcher Ärmel wohin gehört. Beim Ärmel mache ich es genauso wie gerade bei der Kapuze. Ich nähe erst ein Stück, bis die Nadel den Stoff gegriffen hat. Dann schaue ich, wo sind meine Knipse, lege die Knipse aufeinander, schaue, dass hier der Stoff dann glatt liegt, nähe wieder los. Wenn ich am Knips angekommen bin, suche ich mir den nächsten Knips, das ist hier an der Schulter, mit dem Knips am Ärmel, wieder aufeinanderlegen, festhalten, Stoff stramm ziehen und sortieren und dann weiternähen. Die Vorgehensweise würde sich jetzt auch nicht unterscheiden, wenn ich an einer normalen Nähmaschine mit einem Stretchstich arbeiten würde. Da würde ich das genauso machen. Meine Kamera ist zwischendrin ausgefallen, deswegen bin ich jetzt schon ein paar Schritte weiter. Ich erkläre jetzt mal kurz, was ich gemacht habe. Also, wir haben die Ärmel angenäht, und dann müsst ihr einmal die Seitennähte und die Ärmel versäubern. Also einmal die kompletten Nähte hier, einmal runter. Und dann habt ihr die Taschenbeutel, wo ihr auch die kurzen Seiten einmal einzeln versäubert, und dann legt ihr jeweils einen Taschenbeutel rechts auf Vorder- und Rückteil an die Seiten und näht sie zwischen den Knipsen fest. Achtet darauf, dass die Taschenbeutel immer in Richtung Saum zeigen, also die Rundung hier nach unten zeigt, denn hier oben ist ja der Kopf, und dann greift man so in die Tasche nachher rein. Genau, das habe ich jetzt schon gemacht. Als nächstes klappen wir die Taschenbeutel auf und bügeln die Nahtzugaben in den Taschenbeutel, und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch noch die Taschenbeutel zwischen den Knipsen flach steppen, damit dann nachher nichts rausschaut. Das ist, finde ich, besonders wichtig, wenn man vielleicht eine andere Farbe vom Taschenbeutel hat. Hier fände ich es jetzt, glaube ich, nicht so wild, aber wie ihr möchtet. So, ihr habt jetzt die Taschenbeutel entweder noch abgesteppt oder gebügelt, und als nächstes legen wir dann die Teile rechts aufeinander.
Und dann können wir den Ärmel bei 0,7 cm schließen und auch die Seitennaht bis zum Markierungsknips von dem Taschenbeutel. Da schaut auf jeden Fall ganz genau drauf, dass der obere und untere Taschenbeutel genau auf gleicher Höhe endet, also dass die Anfangspunkte genau aufeinander liegen und ihr mit eurer Naht da jetzt genau reinkommt. Und dann schließt ihr die Seitennaht unterhalb des Taschenbeutels weiter. Also auch hier unten schaut ihr, dass der Taschenbeutel oder die beiden Taschenbeutel genau aufeinander liegen und schließt dann die Seitennaht bis unten bzw. bis zum Knips. Denn an der linken Seitennaht haben wir noch einen Schlitz. Ihr könnt ihn natürlich auch an beiden Seiten machen, wie ihr mögt. Also der Schnitt ist jetzt darauf ausgelegt, dass er nur an der linken Seite ist oder nur an der rechten, wie ihr mögt. Wir haben nämlich hier einen Knips und da ich jetzt hier die linke Seite habe, würde ich hier dann nur bis zum Knips nähen. Und bei der anderen Seite, hier auf der rechten Seite, könnt ihr dann komplett bis runter zum Saum nähen. Die Naht solltet ihr auf jeden Fall dann jetzt mit einem elastischen Stich schließen. Dann haben wir jetzt die Seitennähte geschlossen und dann schließen wir jetzt auch noch die Taschenbeutel. Also einmal rundherum könnt ihr die dann schließen. Das könnt ihr auch mit einer Overlock machen oder mit einem elastischen Stich. Jetzt nehmt ihr euch die Ärmelbündchen und faltet sie einmal rechts auf rechts aufeinander und schließt dann die kürzeren Seiten. Das gleiche könnt ihr auch schon mal mit eurem Saumbündchen machen. Da legt ihr die beiden Teile rechts auf rechts und schließt eine der beiden kurzen Seiten. Wenn ihr die Teile geschlossen habt, könnt ihr sie dann einmal links auf links zur Hälfte falten und bügeln. Macht ihr auch mit den Ärmelbündchen. Einmal zur Hälfte falten, so dass die Kanten aufeinander liegen. Schaut auch unbedingt, dass die Nahtzugabe innen drin in die gleiche Richtung liegt, dass das alles nicht zu krubbelig wird hier unten. Dann einmal drüber bügeln und dann können wir die Bündchen annähen. Wir nähen jetzt als erstes die Ärmelbündchen an die Ärmel. Dafür nehmt ihr euch ein Ärmelbündchen und fädelt quasi den Ärmel in das Ärmelbündchen ein. Ihr habt einen Knips an der Hälfte und natürlich die Naht und entsprechend ist auch der Ärmel halbiert. Da habt ihr unten die Naht und oben auch einen Knips. Und die müssen dann auch wieder aufeinandertreffen. Wie ihr seht, ist das Ärmelbündchen deutlich kleiner als der Ärmel. Das ist auch wichtig, dass der Ärmel schön eng am Handgelenk sitzt. Ich zeige euch dann jetzt, wie man diese Weite verteilt. Das macht man nämlich dann unter der Nähmaschine oder unter der Overlock. So, und bevor wir das Saumbündchen aufstecken, versäubert ihr einmal die kurzen Seiten des Saumbündchens und dann können wir auch das annähen. Wir nähen jetzt das Ärmelbündchen an. Ich habe mir das schon mal gesteckt. Also ich habe die Naht vom Bündchen auf die Naht vom Ärmel gesteckt und ich starte immer gerne direkt hinter diesem dicken Knubbel. Direkt auf dem Knubbel starten finde ich immer ein bisschen schwierig. Und dann nähe ich immer erstmal ein Stück, bis die Nadeln meinen Stoff gefasst haben. So, und jetzt suche ich nach den Knipsen, die aufeinander passen müssen. Also wir haben einmal hier den Knips vom Ärmel für die Halbierung und den Knips für die Halbierung am Bündchen und die müssen aufeinander passen. Die nehme ich mir jetzt, lege sie aufeinander und ziehe jetzt so lange an dem Stoff, dass der Ärmel hier gerade drin liegt. Das ist schon eine ordentliche Strecke, aber das ist wichtig, dass das Ärmelbündchen dann nachher schön eng auch am Handgelenk liegt. So, und wenn ihr das jetzt gerade habt, dann könnt ihr wieder anfangen zu nähen. Und wenn ihr an dem Knips angekommen seid, dann habt ihr noch die andere Strecke, die jetzt auch aufeinander passen muss. Und da ziehe ich dann auch so lange, bis alles glatt liegt. Genau, und wenn alles glatt liegt, nähe ich weiter. Und als letztes fehlt jetzt nur noch der Saum. Wir haben jetzt hier an dem Saumbündchen die kurzen Seiten versäubert und wir stecken jetzt das Saumbündchen rechts auf den Rumpf. Dafür legt ihr dann die versäuberten Ecken auf den offenen Schlitz hier und dann nähen wir das komplette Bündchen an den Saum unten an. Der Saum hat hier jetzt keine Mehrweite, denn ich wollte nicht, dass das unten sich so zusammenzieht. Das ist also relativ glatt, da müsst ihr dann nichts mehr einhalten. Genau, und dann schließen wir die ganze Naht einmal bei 0,7 cm. Das könnt ihr mit der Overlock tun oder mit einem elastischen Stich. So, und als allerletztes bügeln wir jetzt die Nahtzugaben hier am Schlitz 0,7 cm nach innen um. Und dann steppt ihr den Schlitz einmal rundherum bei 0,5 cm ab. Und dann sind wir fertig. Also ich habe jetzt hier
den Schlitz schon mal hochgesteppt und komme jetzt gleich am Ende vom Schlitz an und da dachte ich mir, ich zeige euch nochmal, wie das hier geht. Also ich habe jetzt hier auch einen normalen Gradstich genommen. Der Schlitz hier muss nicht elastisch sein. Ihr könnt aber natürlich auch gerne einen elastischen Stich nehmen. Also ich nähe jetzt bis zum Ende von diesem Schlitz hoch, lasse die Nadel im Stoff, Füßchen hoch, einmal alles um 90 Grad nach rechts drehen. Dann sortiert euch den Stoff nochmal so, dass wieder alles glatt liegt. Dann Füßchen runter, damit ihr gerade über das Schlitzende nähen könnt. Ich zähle immer gerne die Stiche bis zur Naht, damit ich die gleiche Anzahl Stiche dahinter wieder rausnähe. Und dann dreht ihr das Ganze nochmal weiter um 90 Grad, so dass ihr den Schlitz vor euch habt. Und dann könnt ihr einfach wieder bei 0,5 cm den Schlitz runternähen. Auch hier am Bündchen, ihr schlagt einfach das Bündchen 0,7 cm ein. Am besten habt ihr es vorher schon mal gebügelt und dann nähen wir einfach bis runter zum Saum. So sieht der Saum dann nach dem Absteppen aus. Einfach nochmal kurz drüber bügeln und dann ist er auch fertig. So, das Hoodie-Kleid ist fertig. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir gerne an christina@barra-studio.com und ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal hier abonniert und wenn ihr mir ein Like da lasst. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Barra Studio, dann folgt mir auch gerne bei Instagram. Unter barra_studio findet ihr mich. Da zeige ich jeden Tag Behind the Scenes, in den Stories, Beiträge, stelle neue Schnittmuster vor, stelle neue Stoffe vor und ich mache auch immer gerne mal Livestreams, also schaut da gerne mal vorbei. Ich würde mich freuen.